Handpans gibt es in vielen verschiedenen Modellen und Stimmungen. Für Neulinge ist es daher nicht so einfach, sich zu entscheiden, welche Handpan sie kaufen möchten. Doch die passende Handpan-Stimmung und das richtige Modell für sich zu finden, ist sehr wichtig. Und genau darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und zeige dir jetzt die beste Handpan für AnfängerInnen. Wenn du dich auch für weitere Themen rund um Handpans interessierst, dann abonniere am besten jetzt gleich diesen Kanal. Schauen wir uns zunächst mal die Anzahl der Tonfelder an. Es gibt verschiedene Handpan-Modelle, die sich durch folgende Kriterien unterscheiden. Erstens die Anzahl der Klangfelder. Eine Handpan besitzt normalerweise so 7 bis 10 Klangfelder auf der Oberseite. Je weniger Klangfelder eine Handpan hat, desto weniger Spielmöglichkeiten gibt es auf ihr, aber desto leichter ist sie auch zu spielen. Und im Umkehrschluss gilt, je mehr Klangfelder eine Handpan hat, desto mehr Möglichkeiten hast du zwar zu spielen, die Handpan wird mit steigender Anzahl an Noten aber auch etwas schwieriger zu spielen. Damit du von Anfang an ausreichend Spielmöglichkeiten hast, solltest du ein Modell mit 9 Tönen auf der Oberseite wählen. Denn es könnte dir ein wenig langweilig werden, wenn du zum Beispiel nur 7 zur Verfügung hättest. Und mit wesentlich mehr Klangfeldern ist das Spielen einer Handpan insbesondere für AnfängerInnen möglicherweise etwas zu schwer. Ein weiterer Punkt sind Bottom Notes. Das sind Klangfelder auf der Unterseite der Handpan. Sie sind dadurch schwieriger zu erreichen als die Felder auf der Oberseite und hinzu kommt, dass du sie natürlich gar nicht sehen kannst. Es ist also einiges an Übung notwendig, um die Button Notes gut anzuschlagen und in dein Handpan-Spiel zu integrieren. Für AnfängerInnen sind die Töne auf der Unterseite daher eher unnötig. Wenn du aber große Ambitionen hast, kannst du dir natürlich auch gleich am Anfang eine Handpan mit Bottom Notes kaufen, aber die unteren Tonfelder erstmal nicht benutzen, bis du entsprechend gut auf der Handpan geworden bist. Und dann gibt's dann noch die Handpan-Mutanten. Sie besitzen auf der Oberseite sehr viele Tonfelder. Daher sind die Tonfelder anders angeordnet als bei üblichen Modellen. Außerdem sind die Tonfelder viel kleiner als bei Instrumenten mit 8 bis 9 Noten. Deshalb sind diese Instrumente teilweise ziemlich schwer zu spielen und für AnfängerInnen auch eher ungeeignet. Meine Empfehlung für den Start ist also eine Handpan mit 9 Tönen im Chor und zusätzlichem zentralen Tonfeld, also insgesamt 10 Klangfeldern auf der Oberseite. Und alle, die große Pläne haben, können sich überlegen, ob sie auch eine Handpan mit Button Notes haben wollen. Denk aber daran, je komplexer eine Handpan ist, desto schwieriger ist sie auch zu spielen. Du solltest dir für den Anfang also lieber ein einfaches Modell kaufen. Später kannst du dir immer noch eine komplexere Handpan kaufen, wenn du mit dem Instrument besser vertraut bist. Neben der Anzahl der Tonfelder ist natürlich die Auswahl der Skala ein zentraler Punkt beim Handpan-Kauf. Handpan-Skalen und ihre enthaltenen Töne können sich auch in leicht und nicht so leicht zu spielende Varianten aufteilen lassen. Schauen wir uns als erstes den Grundton der Skala an. Jede Tonart hat eine sogenannte Tonika, auch oft als Grundton bezeichnet. Sie ist wie eine Art Basis, zu der sich die Noten der Tonart ganz natürlich auflösen wollen. Bei den meisten Handpans ist das zentrale Tonfeld als Tonika, also Grundton der Skala, gestimmt. Zum Beispiel ist das bei einer D-Chord-Skala der Fall. Hier ist das zentrale Tonfeld als D gestimmt. Dieser Grundton klingt schön und passt optimal zu Melodien, die du auf einer D-Chord-Handpan spielen kannst. D-Chord ist also eine leichte Handpan-Skala, an der du das Spielen mit der Handpan einfach und schnell lernen kannst. Es gibt jedoch auch Handpan-Skalen, bei denen das zentrale Tonfeld nicht als Tonika eingestimmt ist. Dadurch gestaltet sich dann das Spielen etwas schwieriger. Denn gerade das zentrale Tonfeld nimmt eine wichtige Rolle beim Spielen ein. Für das Spielen und Komponieren von Musikstücken mit deiner Handpan ist es daher sehr hilfreich, wenn dieser Ton eben auch der Grundton ist. Neben dem Grundton der Skala bzw. Tonleiter ist natürlich auch die Art der Tonleiter selbst relevant. Schauen wir uns also ganz kurz etwas Theorie zu Tonleitern an. Jede Tonleiter stellt eine Abfolge von bestimmten Tönen dar,
die in bestimmten Intervallen, also Abständen, zueinander stehen. Dabei entscheiden die Reihenfolge der Töne und die Abstände zwischen ihnen, um welche Art von Tonleiter es sich handelt. Schauen wir uns das mal am Beispiel der d-Moll, im Englischen D Minor, Tonleiter an. Diese hat folgende Töne: D, E, F, G, A, B, C und dann wieder D. Jede Molltonleiter verfügt über eine parallele Durtonleiter und umgekehrt. Diese Paralleltonleitern besitzen die gleichen Töne, die Töne sind nur anders angeordnet. Das heißt, jede Dur- und jede Molltonleiter verfügen jeweils über einen Gegenpart. Für d-Moll ist das F-Dur mit den Tönen F, G, A, B, C, D, E und dann wieder F. Wie du siehst, sind das die gleichen Töne, nur in einer anderen Reihenfolge. Dur- und Molltonleitern klingen jedoch unterschiedlich. Während den Durtonleitern fröhliche, offene, helle und glückliche, kraftvolle Eigenschaften zugeordnet werden, klingen Molltonleitern eher mystisch und melancholisch und etwas dunkler. Folgendes solltest du aus dem kleinen Theorieteil mitnehmen. Eine Molltonleiter enthält auch die Töne ihrer parallelen Durtonleiter. Das bedeutet, je nachdem, wie du auf einer Moll-Handpan spielst, beispielsweise auf einer D-Moll-Handpan, kannst du sie entweder mystisch oder eben fröhlicher klingen lassen. Aber genau das ist mit ganz bestimmten Handpan-Skalen leider nicht möglich. Hierzu zählen beispielsweise harmonische Mollskalen und exotische Skalen. Auch wenn diese Skalen auf manche Menschen anfangs anziehend und spannend wirken, so empfinden sie einige doch nach geraumer Zeit langweilig, da die Skalen dann keine Abwechslung mehr bieten. Sei dir also bewusst, wenn du dich von exotischen Skalen angezogen fühlen solltest, dass dir später eventuell die Abwechslung beim Spielen fehlen könnte. Aber natürlich ist die Wahl der Handpan-Skala sehr individuell. Wenn du bestimmte Skalen gerne einmal ausprobieren möchtest, so solltest du das natürlich tun. Ich möchte dich davon definitiv nicht abhalten. Genau für eine solche Situation bieten wir Handpans auch zur Miete an. Den Link zu unserem Handpan-Verleih findest du in der Videobeschreibung und außerdem gibt es dazu auch ein Video, was ich dir hier oben verlinke. In unserem Shop kannst du außerdem Handpans nach Stimmung und Anzahl der Tonfelder auswählen. Zu jedem Modell findest du auch ein Klangbeispiel als Video. Höre dir die entsprechenden Klänge genau an und schaue, ob sie deine Seele berühren. Die Klänge, die in dir Gefühle auslösen, dein Herz und deine Seele berühren, stehen mit dir in Resonanz und sind deshalb die richtigen für dich. Aber welche unter den vielen gilt nun als die beste Handpan-Skala für AnfängerInnen? Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Molltonleitern bei Handpans beliebter sind und häufiger gespielt werden als Durtonleitern. Und unter den Molltonleitern sind Handpans mit Curt-Stimmung bei AnfängerInnen am beliebtesten. Das ist nicht ohne Grund so, denn die Curt-Handpans verfügen meistens über 8 bis 9 Tonfelder, was nicht zu wenig und auch nicht zu viel ist. Je nach Tonfeldanzahl werden die jeweiligen Handpan-Modelle dann auch Curt 8 oder Curt 9 bezeichnet. Die Anzahl an Klangfeldern ist optimal für AnfängerInnen. Zusätzlich ist bei Handpans mit Curt-Stimmung das zentrale Tonfeld immer der Grundton der Tonart. Dadurch ist das Spielen und Komponieren auf diesen Handpans leichter. Die Handpans mit Curt-Skala kannst du entweder mystisch und dunkel oder aufgrund ihrer Paralleltonart in Dur auch glücklich, fröhlich und hell spielen. Aufgrund der Anordnung der einzelnen Töne gestaltet sich auch das Spielen von Akkorden sehr leicht, da die Töne, die die Akkorde bilden, nebeneinander liegen. Curt-Skalen gibt es in verschiedenen Tonhöhen. Ist der tiefste Ton, also das zentrale Tonfeld, wie hier ein D, spricht man beispielsweise von D-Curt-Handpans. Ist der tiefste Ton ein Cis, so spricht man von einer Cisca-Handpan. Ob Curt-Handpan in D oder Cis macht für viele vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied. Aber wenn ich mich für eine beste Handpan für AnfängerInnen entscheiden müsste, würde ich eine D-Curt-Handpan wählen. Neben den Vorteilen, die ich bereits genannt habe, besitzen D-Curt-Handpans noch viele weitere Vorteile. Erstens, in der Stimmung wurden schon viele berühmte Handpan-Lieder komponiert, die du mit einer D-Curt-Handpan dann am besten nachspielen kannst. Zweitens, viele LehrerInnen spielen und unterrichten mit D-Curt-Handpans. Wenn du dann die gleiche Skala hast wie in dem Unterricht oder den Online-Kursen, dann fällt dir das Üben wesentlich leichter. Drittens, du kannst eine D-Curt-Handpan wunderbar mit vielen anderen Handpan-Stimmungen kombinieren. Und viertens,
Du findest viele YouTube-Videos und Handpan-Tutorials, die mit dieser Stimmung gemacht wurden. Mit einer Decurd Handpan kannst du alle Lieder in den Videos optimal nachspielen und die Tutorials nutzen, um Handpan spielen zu lernen. Ich hoffe, du kannst jetzt nachvollziehen, warum ich sage, dass Decurd Handpans die besten Handpans für AnfängerInnen sind. Die Entscheidung für eine Handpan bleibt aber sehr individuell. Entscheide dich bitte daher trotzdem für eine Handpan, die dir am besten gefällt, auch wenn es keine Decurd ist. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Solltest du noch Fragen zum Thema haben, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß mit deiner Handpan.